Ja, da wollte ich dir auch mal die Frage stellen, was findest du selber? Ich sage mal, du bist jetzt auch nicht aus einer reichen Familie, ne? Also du bist halt auch ganz, sag ich mal, normale Arbeiterfamilie, ja. Arbeiterfamilie aus Deutschland. Du bist, sag ich mal, mit jungen Jahren nach Dubai gezogen, hast angefangen, Business zu unternehmen, Geld zu machen in irgendeine Richtung und hast dir, sag ich mal, auch einen Wohlstand dir erarbeitet. Findest du, du hast dich selber verändert in Bezug, sag ich mal, erstmal vielleicht den Punkt Spiritualität? Den Punkt auch irgendwo Mindset oder den Punkt vor allem, was viele halt sagen, immer dieses Arroganz. Ne? Findest du selber, dass du es verändert hast oder hast du öfter, sage ich mal, auch so was in diese Richtung bekommen? Vielleicht auch natürlich Positives als Feedback bekommen. Ja, Würde mich also einfach generell sagt interessieren. man ja immer so, Geld verändert den Menschen. Meiner Meinung nach definitiv nicht. Also Geld zeigt einfach nur, welcher Mensch du tatsächlich bist. Warst du davor schon ein Arschloch, wirst du mit Geld ein größeres werden. Warst du Ja, davor ein geiler Mensch, dann wirst du noch ein besserer Mensch, so nach dem Motto. Und natürlich in Richtung Mindset, weil du es auch angesprochen hast, du musst mit dem Mindset größer werden oder du musst größer werden. Und dadurch wird sich auch dein Mindset changen, wenn du halt auch mehr Geld verdienen möchtest, sagen wir einfach mal so. Ne? Es mhm. jetzt soll nicht alles auf Geld bezogen sein, aber im Endeffekt misst du deinen Unternehmenserfolg dann tatsächlich doch in Geld. So, es spielt Ja, keine Rolle. Kannst der geilste Unternehmer sein, machst 1 Euro Kasse, bist halt kein geiler Unternehmer. Das heißt, das wird halt so in Anführungsstrichen halt immer in Geld gemessen. Und ja, deswegen, also meiner Meinung nach war ich davor. Ich versuche immer, jeden in meiner Umgebung halt glücklich zu machen. Ich bin sehr spendabel und so weiter. Und würde jetzt sagen, dass sich das bei mir eigentlich nur komplett zum Positiven geändert hat, weil jetzt habe ich halt die Möglichkeiten, ich hätte das immer machen wollen, aber jetzt ist es halt so mit so einer Leichtigkeit, weißt du, da 15.000 Dirham, so, da habe ich meiner Mutter ein Auto gekauft, da habe ich meiner Oma ein E-Bike gekauft, da habe ich meiner Schwester einen Hund gekauft, das sind halt so welche Sachen im Endeffekt, so, mhm. ich habe halt quasi 22 Jahre oder 23 Jahre von meiner Familie genommen und jetzt gebe ich das halt einfach wieder zurück und zwar 10.000-fach, so nach dem Ja. Motto. Und deswegen, also für mich persönlich hat sich eigentlich an sich nichts geändert. Für mich persönlich, das Einzige, ich habe halt mehr Möglichkeiten. Was ich vielleicht aus meiner Sicht erzählen kann, das ist mir im Endeffekt auch erst ein bisschen später aufgefallen, als ich nämlich nach Dubai gezogen bin, war die einzige Ansprechperson, die ich halt hatte, war es ja auch du. Du hast mich im Endeffekt mitgenommen, sag ich mal, als mein einziger Freund, den ich halt hatte, der mir das Ganze gezeigt hat. Natürlich hat er auch, sag ich mal, Familie auch hier, aber man will natürlich auch nicht mit seiner Familie den ganzen Tag verbringen, sage ich Ja, mal. klar. Ne? Man möchte auch mit Freunden unterwegs sein, neue Leute kennenlernen und so weiter. Und der Aspekt dann teilweise auch, dass du halt auch natürlich einen Wohlstand hast und manche Leute natürlich diesen Wohlstand haben möchten. Ich habe das einfach gar nicht gecheckt, weil wir wirklich so auf einer Ebene waren, so wirklich so freundschaftlich. Man versteht es gar nicht, dann der eine verdient halt so viel, der andere verdient so viel, aber so, dass viele Leute halt so zu dir auch aufgesehen haben und ich dich einfach also wir ganz normal eine Shisha rauchen gehen und andere sich denken, boah, krass, dass du mit dem eine Shisha rauchen gehst. Also das ist mir das gar nicht in den Kopf gekommen. Erst später dann habe ich das dann auch realisieren können. So, okay, krass. Manche Leute halt wirklich, die verdienen 10.000 € mal im Monat und die sind so abgehoben geworden, die treffen sich mit niemandem mehr und sind in ganz anderen Kreisen unterwegs und fühlen sich halt übertrieben. Und dann gibt es halt Leute, die verdienen halt wirklich das 10, 100, 1000-fache davon und die benehmen sich immer noch genauso. Und ich glaube, das war für mich auf jeden Fall auch mit dir 1:1 genauso. Und ich glaube auch, das können auch die Jungs, die ich auch mal wieder mitgenommen habe, auch genauso bestätigen, auch der Basti, kann ich bestimmt auch bestätigen, auch die anderen Jungs, die immer mal wieder freigekommen sind und so, auch gesagt, Geil. wow, wie krass bodenständig die Person ist. Und die wissen ja teilweise auch mal, was für Zahlen da auch geflossen sind, so, ne, was für sag ich mal, Auszüge oder Kontoauszüge, sag ich mal, da, sag ich mal, wo du auch mal gezeigt hast, so, die kennen ja auch die Zahlen und dann denkst du sich so, wow, krass, dass man mit so einer Person einfach so ganz gechillt am Tisch sitzen kann, die Shisha rauchen kann und sich über wirklich Gott und die Welt unterhalten kann, ohne dass der irgendwie in irgendeiner Form arrogant wirkt. Das Ja, kannten die halt gar nicht geil. teilweise, weil es halt auch öfter, sag ich mal, auch durch die sozialen Medien in Deutschland so dargestellt wird manchmal so. Also durch manche Leute werden halt immer so typisch dargestellt. Ich weiß, kann der Basti auch noch mal ein paar Worte dazu sagen. Ja, so auf jeden Fall kann ich nur so ja, bestätigen. Was ich halt krass Geil. finde, ist, dass du diese Sachen, wir haben jetzt ein paar Sachen angesprochen, was du für andere Menschen getan hast, weil du jetzt dieses Vermögen besitzt, kannst du anderen Menschen helfen. Aber du präsentierst das nicht so, als würdest du, schau, ich bin jetzt was Besseres, hier, ich helfe jetzt jemandem. Du machst es nicht für die anderen, um jemandem irgendwas zu beweisen. Irgendwie nie, also du machst es einfach für dich und es macht dich glücklich. Ja. Und es ist halt geil, dann auch Menschen zu sehen oder auch einen Freund zu haben jetzt hat, der trotz, obwohl er so ein riesen Vermögen hat, einfach der gleiche bleibt und so ein guter Mensch ist eigentlich. Pass Und auf, Jungs. damit einen guten, naja, das ist nicht selbstverständlich. Ich kenn viele, also auch im Engkreis, die verdienen ein bisschen mehr als der Durchschnitt und die sind halt direkt ein bisschen, vielleicht liegt es auch ein bisschen an Deutschland so, kann auch Glaub sein, schon. weil dann, da ist ja diese Neidgesellschaft ein bisschen
Und dann fühlt man sich so ein bisschen als Feind von denen und dann ist man als jemand, der ein bisschen mehr Geld hat, vielleicht auch ein bisschen distanzierter und arroganter dadurch. Und vielleicht ist das habe ich in Dubai eigentlich auch gedacht, dass mir deswegen Dubai nicht so taugt, weil hier sind viele, die viel Geld verdienen und so. Aber dann trifft man hier Menschen wie dich und es gibt ja noch mehr Menschen, die hier viel Geld verdienen. Und man kann mit denen viel besser reden als teilweise mit Leuten, die in Deutschland ein bisschen mehr verdienen, sage ich mal. Und das steht gar nicht zwischen ein. Also dieses Vermögen, selbst in der Diskrepanz, man sieht es ja, du hast es auch gerade gesprochen, Security, ja, wie viel verdient der im Monat? Also das ist ja, du weißt, wie viel die verdienen, oder? Ich werde nicht mehr als 200 Euro verdienen, um ehrlich zu sein. Echt? Plus halt Wohnung oder lass es mal 300 Euro sein im Endeffekt. vielleicht 400. Also irgendwas Ja, so ich glaub, so zwischen um den 200 und Dreh, ja. 400 Euro, würde ich sagen. Weil dafür haben die halt ihre Wohnung bezahlt, ihren Strom bezahlt und so weiter. Ja. Also das ist halt abgedeckt. Sonst kannst du ja auch gar nichts machen so. Aber ja, ist nochmal ein ganz, ganz anderes Thema. Ja. Auf jeden Fall kann man dich, was Geld oder der Umgang mit Geld und wie man sich da verhält, kann man sich auf jeden Fall dich als Vorbild nehmen, muss ich auf jeden Fall sagen. Weil egal wie viel jemand verdient, dadurch wird er nicht anders behandelt oder sollte er nicht anders behandelt werden. Und ja, kann sich Deutschland, glaube ich, auch ein bisschen was abschauen. Oder was heißt Deutschland? Jeder Mensch kann sich da was abschauen, der das anders sieht. Ja. Geil, also erstmal, hört doch auf, Mann. Also erstmal vielen Dank für die ganzen Blumen. Ja, Wir wollen halt den Leuten auf jeden Fall auch einfach nur einen Einblick zeigen, sage ich mal, wie es ist aus der Sicht, aus einer dritten Sicht, sage ich mal. Ne? Die Leute kennen dich meistens einfach nur entweder durch Instagram, also diesen direkten Kontakt halt. Ne? Aber wir versuchen jetzt halt mal so eine Drittumlagerung zu schaffen und zu sagen, was wir von unserer Sicht aus einfach sehen, die halt, sag ich mal, neben dem Ganzen auch irgendwo stehen. Und einfach unsere Meinung halt ein bisschen teilen. Was mich vielleicht auch dann in dem Zug interessieren würde, was waren für dich, sag ich mal, wie hat sich dein Mindset verändert? Wie hast du dein Mindset im Endeffekt auch wachsen lassen durch, sag ich mal, Lesen oder Videos oder wie auch immer, beziehungsweise dann auch in dem Zusammenhang, wer waren vielleicht auch deine Vorbilder, von wem hast du, sag ich mal, auch gelernt, wo du vielleicht auch mal hochgeschaut hast? ja, also generell hier in Dubai, du musst halt wachsen, ne? Weil das ist halt so eine Stadt, hier ist halt nicht wie in Deutschland, dass du Hartz IV abgesichert bist, wenn irgendwas passiert, sondern du kommst hier hin, du hast eine Idee, du nimmst erstmal Geld in die Hand, ein Firmen-Setup in Deutschland kostet 20 Euro, dann kannst du dir ein Gewerbe eröffnen, hier musst du halt erstmal ein paar tausend Euro überhaupt in die Hand nehmen und hast halt erstmal gar nichts, musst erstmal starten, so nach dem Motto, klar, dafür ist die Steuerfreiheit, aber musst ja auch erstmal überhaupt die Firmenkosten wieder reinholen und ich glaube halt, dass du dadurch halt einfach wachsen musst, weil es gibt halt keine Security für dich, keine Absicherung für dich, wo die sagen, ey, kein Problem, wenn es halt nicht klappt, dann kriegst du halt von uns so, ne? Das heißt, du musst hier automatisch wachsen. Darüber hinaus hast du halt alles, wirklich alles in Dubai erinnert sich nur ans Wachstum. Du siehst, wie die Stadt wächst. Du siehst ein Porsche nach dem anderen, du siehst ein Ferrari nach dem anderen, du siehst also Porsche brauchst du schon gar nicht erwähnen. Das ist ja ein Alltagsauto hier, so nach dem Motto, ne? Also nicht abgehoben, aber es ist halt wirklich so. Ein Ferrari, ein Lambo und so weiter, Bugattis. Du wirst halt, wann siehst du mal in Deutschland einen Bugatti, so nach dem Motto, ne? Soll jetzt nicht um das Auto gehen, aber das hat mich halt die ganze Zeit motiviert und in Richtung, wie bin ich weiter vorangekommen? Ich bin gar kein Büchertyp, sage ich mal. Ich habe nicht mal ein einziges Buch habe ich in der Schule gelesen, aber auch nur gezwungenermaßen. Und ein zweites habe ich gelesen, das war dieses Denk nach und werde reich, ich glaube von Napoleon Hill, aber auch nur gelesen, weil das so ein kleines Taschenbuch war mit so gefühlt so 30, 40 Seiten. Deswegen habe ich es halt gelesen. Nur um zu sagen, ich habe auch mal ein Buch gelesen. Aber nee, ansonsten habe ich gar nicht gelesen. Ich bin eher so der audiovisuelle Typ. Das heißt, ich habe Podcasts gehört, ich habe mir verschiedene YouTube-Videos angeschaut und so weiter. Und ansonsten halt einfach auch so ein Stück weit in den Leuten bestimmte Aspekte halt gesehen. Ne? Das heißt, wenn du in einem Meeting bist, du siehst, boah, der ist richtig confident, der hat die und die Eigenschaft, der macht das und das, der bildet sich dort weiter. Halt immer so ein bisschen die Trauben gepflückt von jedem Baum, so nach dem Motto, von den Dingen, die mir halt besonders gut gefallen haben. Ne? Und das hat mich dann halt so ein Stück weit geformt. Und dann natürlich ganz klar einfach das Machen. Ne? Einfach das Machen. So, du brauchst nicht der Beste in allem zu sein, sondern du musst der Beste werden, so nach dem Motto. Das heißt, du kannst heute starten, wenn du gar keine Ahnung hast, jetzt mal auf Sport zum Beispiel bezogen. Sag ich mal, im Paddle-Tennis, da habe ich vor 2 Monaten oder so angefangen. Da fängst halt an, bist halt da, kannst halt gar nichts so, aber du wirst halt mit der Zeit besser. Und so war das halt dann auch bei mir, dass ich einfach die Dinge immer gemacht habe. So, ich bin immer aus der Komfortzone rausgegangen. Ich habe immer einfach das getan, was ein bisschen gekitzelt hat, was ich eigentlich gar nicht machen wollte. Ich war komfortabel und dachte so, ja, muss nicht sein, aber
ich wusste halt, dass diese Komfortzone ist halt der absolute Killer für dein Wachstum. Ja. Und deswegen habe ich halt einfach die Dinge gemacht, die ich machen musste. Und also machen wollte, sage ich mal. Das sind ja alles als Unternehmer, machst ja deine eigenen Dinge quasi oder deine eigenen Produkte etc. Und bin dadurch einfach in den Prozess komplett reingewachsen. Ne? Ich bin nicht, also der ich vor 4 Jahren war, habe letztens noch mein Archiv bei Instagram durchgeschaut. Weil ich hatte halt davor gar keine Stories gemacht. Ich hatte zwar einen Instagram-Account, aber ich habe halt keine Stories gemacht. Dann bin ich nach Dubai gekommen, habe ich ein bisschen mit Social Media angefangen. Wenn ich mir da jetzt ein paar Videos von reinziehe, das ist eine absolute Katastrophe. Und das ist halt im Endeffekt das, was ich meine, dieses Learning by Doing. Keiner hat mir gezeigt, wie geht Instagram Stories, sondern du guckst andere Stories, du wirst immer selbstsicherer, du gewinnst einfach immer mehr Selbstvertrauen, du weißt halt, was du kannst, so nach dem Motto. Und deswegen Learning by Doing ist für mich immer das Beste. Das ist auf jeden Fall stark. Das ist auf jeden Fall stark. Wie du auch schon sagst, Komfortzone verlassen, das ist eigentlich das A und O. Vor allem auch für viele, die vor der Entscheidung stehen. Ich kriege auch mal von Freunden, sage ich mal, hey, wie bist du nach Dubai gezogen halt, ne? Und das ist ja genau der Punkt. Das ist ja genau der Punkt. Wir haben einfach, das Ding ist ja, wir sind ja nicht mit 100.000 Euro und fertigen Wohnungen und so in Häusern nach Dubai gezogen, sondern wir sind umgezogen, hatten kein Geld, keine Wohnung, keine Firma, wir hatten gar nichts. Wir haben einfach bei so ein bisschen so ein kaltes Wasser gesprungen, sage ich mal. Für uns war es halt so. Und die Jungs, die mich halt jetzt auch immer fragen, halt, wie ist es, nach Dubai zu ziehen, es ist einfach Komfortzone verlassen. Also wenn du wenn du in Deutschland nicht weiterkommst mit dem, was du gerade tust oder irgendwie schon seit 2 Jahren auf dem Schlauch stehst und wirklich halt kein Schritt irgendwie wirklich vorankommst, sondern jeder Schritt, den du nach vorne gehst, auch irgendwie wieder zurück, dann spring halt ins kalte Wasser, probier halt was anderes und verlass halt, wie du schon sagst, deine Komfortzone. Ja. Aber ganz, ganz vorsichtig. Ich würde jetzt nicht keinem aus Deutschland empfehlen, der keine Ahnung hat, was er hier machen würde, einfach mal hierher zu kommen. So will ich jetzt nicht. Du sollst schon eine Idee haben im Endeffekt. Also ihr seid da die Ausnahme vielleicht sogar noch, beziehungsweise, ja, weiß ich jetzt auch nicht genau 100%, wie es bei euch war. Aber alles in allem, du solltest schon einen kleinen Plan mitbringen, weil wie gesagt, hier gibt es halt keine Security. Ne? Die meisten, also viele Leute, ist ja nicht nur, dass es hier Erfolgsstories gibt. Es gibt ja auch genauso viele Leute, die einfach hierher kommen, ihre Ersparnisse mitgebracht haben, nicht in die Potte kommen und dann am Ende als sage ich mal, Pleite halt wieder zurück in ihre Länder gehen. Ne? Das gibt es ja auch genauso gut. Ne?